Gehörst du auch zu den Menschen, die schon tausendmal gehört haben, dass es beim Dualseelenprozess, beim Seelenpartnerprozess um eine innere Transformation geht, um einen inneren Prozess und überhaupt nicht um irgendetwas Äußeres, dass das Äußere immer nur Folge des Inneren ist und es in erster Linie um diesen inneren Prozess geht. Du hast es schon tausendmal gehört und trotzdem gehörst du vielleicht zu den Leuten, die sagen, Yvonne, ich brauche nur noch ein, zwei kurze, kleine, klitzekleine Inputs und dann habe ich es geschafft. Dann bin ich da, ich spüre in mir, ich bin sozusagen angekommen. In einer Woche, zwei bin ich da, wo ich sein will. Dann habe ich erreicht, was ich erreichen will, nämlich mit ihm oder ihr zusammen zu sein. Ich spüre ganz genau, dass ich sozusagen angekommen bin. Ne? Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr es hört, wenn ich es so, entschuldigt mich, so ein bisschen ironisch darstelle und gegenüberstelle, inwiefern das eben ein Widerspruch ist. Es ist ein Widerspruch zu wissen, dass es um einen inneren Prozess geht, dass es um inneren Fokus auf sich geht und das Einheitsgefühl in sich zu finden ist und es um die Erwachenserfahrung geht, um das Finden zu sich, das Finden der eigenen Berufung, das Loslassen jeglicher Abhängigkeiten im Außen und im Innen, das Freimachen, das zur Wahrheit finden. Es geht um all das und doch machen diejenigen, die solche Dinge sagen, ne, das ist überhaupt nicht wertend auch gemeint, machen dann so den kleinen Fehler zu denken, im Außen gibt es aber das und das zu erreichen. Und wenn ich das erreicht habe, dann bin ich da, wo ich sein will. Ich verstehe das natürlich, ne? Ich verstehe eure Perspektive, die denkt, okay, wenn ich da bin, wenn ich mit der und der Person zusammen bin, nämlich mit eurem Seelenpartner, mit der Person, wo ihr denkt, die passt perfekt zu mir, wenn ihr da, ich habe das Mikro. Oh Mensch. Wenn ihr das gleichsetzt mit, ich bin angekommen und ich bin da, wo ich hingehöre und ich habe es geschafft. Und trotzdem, wie gesagt, es ist leider ein Widerspruch und solange ihr euren Fortschritt festmacht am Erreichen eines Ziels im Außen, geht ihr sozusagen dem, wie sagt man dem, ihr geht dem auf die Schliche gehen, nee, ihr geht dem Ego auf die Schliche, ne? Ego, das euch sagt, du musst erst das erreichen und dann bist du angekommen. Oder ihr gebt halt diese Abhängigkeit nicht auf, die euch sagt, hey, du musst mit der und der Person zuerst zusammen sein, nur dann bist du komplett, nur dann bist du liebenswert, nur dann genießt du das Leben, nur dann bist du würdig, ne? Dann hast du das, was dich glücklich macht. Kein anderer Mensch auf dieser Welt, auf dieser Erde, wird euch je glücklich machen können. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Noch wird sie euch komplettieren können, so dass ihr auf immer glücklich weilen könnt. Noch wird je diese Person oder eine Person eure innere Anbindung an das Göttliche, an das Größere ersetzen können. Ne? Auch wenn ihr mit eurer geliebten Person zusammen seid, gibt es so und so viele Stunden am Tag, wo ihr mit euch selber und mit eurer Anbindung an was auch immer, sei das ein Glauben, sei das ein Vertrauen, sei das einen inneren Frieden, sei es euer höheres Selbst, seien das die Engel, seien das was auch immer euch gut tut und euch mit Purpose, mit, wie sagt man, mit, egal, mit, ja, manchmal finde ich echt die Worte nicht, mit Erfüllung, mit, mit Berufung, was auch immer erfüllt. Na, ich finde wirklich die Worte nicht, aber er entschuldigt mich. Mit Erfüllung erfüllt. Egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Nichts kann ersetzen, dass ihr mit euch im Frieden sein müsst und dass die andere Person nie und nimmer zu eurer Quelle werden darf, kann, soll. Und wenn sie das tut, wird es problematisch in der Beziehung.
sei es eine Dualseelenbeziehung, Seelenpartnerbeziehung, sei es aber auch eine andere Beziehung, andere im Sinne von mehr, ein bisschen mehr 3D-mäßig, ein bisschen mehr, ich gebe dir, du gibst mir, okay, wir haben einen Deal, wir machen das so und so, ne? Auch dann, wenn die andere Person zur Quelle des Glücks wird, gibt es Probleme. Es soll nicht so sein. Und deshalb dieses Definieren im Außen von wegen, ich bin erfüllt und glücklich, wenn ich mit der Person zusammen bin. Ich bin erfüllt und glücklich, wenn wir vereint sind. Dann habe ich die Dualseelenreise geschafft. Dann bin ich da, wo man hin soll. Na, und ich sage all das nicht, um zu sagen, dass ihr nicht daran glauben dürft und sollt, dass das, was zu euch gehört, zu euch kommt. Es ist aber was anderes, euch selber so zu definieren, respektive als erfolgreich zu definieren, wenn ihr im Außen etwas erreicht. Davon gilt es genau wegzukommen. Es geht darum, ins Innere zu kommen, die inneren Veränderungen zu spüren. Kürzlich hat ja ein Kunde von mir hat gesagt, Yvonne, es geht so viel, es geht gerade so viel, aber es ist nur innerlich. Und ich konnte nicht mit Smilen aufhören, weil ich so dachte, ja, darum geht's doch genau. Genau darum geht's. Ne? Wenn ich sowas höre, freue ich mich als Coach. Das ist so, okay, es ist so ein kleiner Groschen ist gefallen, worum es wirklich geht. Weil das wird mir nicht unter Tränen berichtet, das wird mir mit einem großen Strahlen im Gesicht berichtet. Und deshalb, falls ihr zu den Leuten gehört, die denkt, im Außen fehlt nur noch ein kleinen zwei Schritte und dann seid ihr in der Union, dann seid ihr zusammen. Dann meistens, wenn ihr die Personen, die so denken, sind meistens noch ziemlich weit davon entfernt, weil sie nicht verstanden haben, dass es um was anderes geht. Und das wollte ich heute mitteilen. Danke, dass ihr Geduld habt, wenn ich Worte suche. Aber ja, das wollte ich mitteilen, ist zentral. Und ja, je früher ihr das versteht, und das wird aber das Verstehen, das Bewusstsein wird zu euch kommen, keine Sorge, desto besser. Und desto mehr könnt ihr dann wirklich auch den Fokus auf euch legen. Und indem ihr den Fokus wirklich auf euch legt, kann im Außen das zu euch kommen, was zu euch gehört. Es ist einfach wie eine Umkehrung des Ganzen. Es ist nicht, ich muss im Außen das erreichen und dann bin ich glücklich. Es ist, ach so, ich finde in mir, worum es hier wirklich geht und dann darf zu mir finden, was zu mir gehört. Hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, wie immer. Ja, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mit mir arbeiten wollt, ihr wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt über die Webseite. Ich freue mich und sage alles Liebe bis dann.